Um geheimnisvoll auszusehen, muss eine Person nicht unbedingt eine Maske tragen, dies kann eine Person tun, die mit Ihnen im Flugzeug fliegt, oder eine völlig normal aussehende Person, deren Tod seit mehr als 70 Jahren ein Rätsel bleibt. Heute erzähle ich Ihnen von solchen Menschen, die wir getrost als die geheimnisvollsten der Geschichte bezeichnen können. Samson-Mann 011219148. Die Überreste eines unbekannten Mannes wurden an einem tödlichen Strand in Adelaide, Australien, gefunden. Als Gerichtsmediziner und andere Spezialisten begannen, seinen Körper zu untersuchen, stellten sie fest, dass sie praktisch nichts über die Identität des Mannes sagen konnten. Alle Etiketten seiner Kleidung wurden abgeschnitten. Er hatte keine Dokumente oder Gürteltasche bei sich und sein Gesicht war glatt rasiert. Es war nicht einmal möglich, ihn anhand seiner Zähne zu identifizieren. Der Mann mit dem Spitznamen Samson-Mann trug Zigaretten, eine Schachtel, Streichhölzer, Kaugummi, einen Kamm, eine Busfahrkarte und eine Bahnfahrkarte. Ärzte konnten die Todesursache nicht feststellen. Die Identität des Verstorbenen konnten die Ermittler nicht feststellen, da ihnen überhaupt nichts in die Hände fiel. Ärzte aus dem Bereich der anatomischen Pathologie kamen zu dem Schluss, dass der Tod nicht auf natürlichem Wege eingetreten sein könne und stellten eine Vergiftung als wahrscheinliche Todesursache fest. Die Ermittlungen endeten in einer Sackgasse. Wenig später tauchte im Menschen ein weiteres Geheimnis auf. Aus dem Samson wurde ein aus einem Buch herausgerissenes Stück Papier mit der Aufschrift Taman gefunden. Bei diesem Buch handelte es sich um eine äußerst seltene Ausgabe einer Gedichtsammlung des persischen Dichters Omar Yama. Es wurden nur 2 Wörter auf ein Blatt Papier geschrieben. Tamam Chat, was mit abgeschlossen oder abgeschlossen übersetzt werden kann, machte die Ermittlungen noch komplizierter. Seit mehr als 70 Jahren versuchen sie, die Identität des Mannes und von Samson herauszufinden. Es gelang jedoch niemandem. Dieser Fall gilt als eines der mysteriösesten Rätsel in der australischen Geschichte. Den Cooper 241119171 bestiegen einen Flug von Portland nach Seattle. Eine Person, die ein Ticket auf den Namen den Cooper kaufte, hatte 8 Minuten nach dem Abflug eine schwarze Aktentasche bei sich. Cooper überreichte der Flugbegleiterin einen Zettel mit der Nachricht, dass in der Aktentasche eine Bombe aufbewahrt wurde. Davon war die Flugbegleiterin, die sich neben den Cooper setzte, überzeugt. Sie bat ihn, die Aktentasche zu öffnen. Cooper gab bekannt, dass er das Flugzeug entführt habe, um ein Lösegeld zu fordern. 200.000 US-Dollar in nicht markierten $20-Scheinen, dazu 2 Fallschirmsätze und Auftanken in Seattle. Der Flugbegleiter leitete die Nachricht an die Piloten weiter und diese kontaktierten die zuständigen Behörden. Anschließend landeten sie mit dem Flugzeug in Seattle, um aufzutanken. Cooper hatte zuvor beantragt, das Licht im Fahrgastraum auszuschalten, damit er nicht ins Visier von Scharfschützen geraten könne. Seine Forderungen wurden erfüllt und der Täter selbst ließ alle Passagiere an Bord frei und hielt nur die Flugbegleiterin und den Steward als Geisel. Und die Piloten starteten das Flugzeug dann erneut. Cooper befahl allen Besatzungsmitgliedern, im Cockpit zu bleiben. Er öffnete selbst mit einem Fallschirm den AIS-Notausgang und sprang mit dem Geld über den Bundesstaat Washington. Was als nächstes mit ihm geschah, ist unbekannt. Trotz der großen Zahl an Zeugen, des erstellten Identitätsnachweises und der Arbeit der Strafverfolgungsbehörden konnte die Heilung auch nach 50 Jahren nicht zurückverfolgt werden. Im Jahr 1918 wurde im Columbia River im US-Bundesstaat Washington ein Bündel verblasster und zerrissener $20-Scheine gefunden, die, wie sich später herausstellte, 1971 Cooper geschenkt worden waren. Körper keine Beweise. Sie haben es nicht gefunden und Cooper bleibt eines der größten Rätsel der Geschichte. Wenn Sie einen Amerikaner nach dem größten Geheimnis des 20. Jahrhunderts fragen, ist die wahrscheinlichste Antwort die Ermordung von John Kennedy? Und es ist wahr, dass dieses entsetzliche Ereignis, das sich im Jahr 1916 ereignete, zu einem der größten Fragezeichen nicht nur in Amerika, sondern in der Geschichte der Menschheit geworden ist. Es ist unklar, ob Lee Harvey Oswald den Mord tatsächlich begangen hat. Und ob die Geheimdienste wirklich darin verwickelt sind. Darüber hinaus gibt es noch eine weitere seltsame Sache. Babuschka leider ist unter diesem Spitznamen eine bekannte Frau, die auf mehreren Fotos zu sehen ist,
die am Tag der schicksalhaften Fahrt der Eskorte des 35. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika aufgenommen wurden. Amerika durch die Straßen von Dallas. Babuschka leider erhielt den Spitznamen, weil sie am ersten einen Schal trug, der einer traditionellen Bedeckung für Frauen auf dem russischen Land ähnelte. Auf den Fotos ist zu erkennen, dass die Großmutter der Dame einer vorbeikommenden Eskorte gegenübersteht. Und er hält eine Kamera in der Hand. Viele sind davon überzeugt, dass es der Frau gelungen ist, nicht nur den Durchgang der Eskorte, sondern auch den Moment des Schusses aus einem anderen Blickwinkel einzufangen. Das FBI versuchte, die kleine Dame aufzuspüren. Die Agenten haben dies versäumt, einige glauben, dass Babuschka leider sie möglicherweise kontaktiert und alle Materialien bereitgestellt hat. Dann würde man ihr dringend raten, es niemandem gegenüber zu erwähnen. Es ist immer noch unbekannt, wer die Frau war und welche Rolle sie bei der Ermordung Kennedys spielte. Kaspar Hauser, 20060518128. Ein seltsamer junger Mann wurde auf einer der Straßen von Nürnberg gesehen. Er konnte nicht erklären, wer er war und beantwortete ständig alle Fragen. Ich weiß es nicht. Er wiederholte gelernte Worte über seinen Wunsch, werde Kavallerist wie sein Vater. Als das Findekind zur Polizei gebracht wurde, schrieb er seinen Namen Kaspar Hauser. Nähere Informationen konnten von ihm nicht eingeholt werden. Bei einer persönlichen Durchsuchung fand Kaspar einen Umschlag mit 2 Nachrichten, von denen eine vom Vormund des Jungen geschrieben worden war. Der behauptete, ein Hauser zu sein, wurde ihm 1811 von einer unbekannten Frau zur Adoption anvertraut. Seitdem lebt er unter der Erde in den Hügeln und hat sein ganzes Leben lang keinen Schritt vom Haus entfernt. Der unbekannte Mann gibt in seiner Nachricht an, dass Kaspar von einer Karriere in der Kavallerie träumt. Die Nachricht wurde wahrscheinlich von Kaspars Mutter geschrieben, bevor sie sich für immer von ihrem Sohn verabschiedete. Die Frau gab an, dass sie selbst ein armes Mädchen sei, das sich nicht um ihn kümmern könne, da sie kein Kind war, bettelte sie um einen zukünftigen Vormund, der den Jungen großziehen und ihn nach Erreichen der Volljährigkeit zur Welt bringen sollte. Im Alter von 18 Jahren wurde er zum 6. leichten Kavallerieregiment geschickt, wo sein Vater diente. Die Folgen der langen Haft zeigten sich, der Junge aß nichts als Schwarzbrot und trank nur Wasser. Er sprach alle Menschen mit Jungen an und nannte alle Tiere Hobbys. Hobbys waren offenbar Kaspars einziges Spielzeug. Der junge Mann entwickelte sich relativ schnell und übernahm seine Söhne, Sprachen und Gewohnheiten. Mehrere Betreuer wechselten sich mit ihm ab und alle gingen sehr verantwortungsvoll mit ihm um. Über Hauser konnte leider nichts Konkretes in Erfahrung gebracht werden. Im Jahr 1813 kam er in einem Hinterhalt eines Unbekannten ums Leben. Sogar moderne Forscher, die sich mit Kasparows Gicht befassten, waren nicht in der Lage herauszufinden, wer dieser Junge wirklich war, geschweige denn, etwas über seine Eltern herauszufinden. Das Phantom von 21 steht am 19. Mai 184 vor einem japanischen Lebensmittelkonzern namens Esak Ikzo, der in Schwierigkeiten geriet. Firmenpräsident Kakuhisa Isaaki, er wurde für eine gewisse Zeit direkt aus seinem Haus entführt. Er wurde in einem verlassenen Lagerhaus festgehalten und konnte später fliehen. Wenig später erhielt das Unternehmen einen Brief, in dem es hieß, die Produkte des Unternehmens seien mit Kaliumcyanid vergiftet. Wenn nicht sofort die gesamte Produktion aus Lebensmittellagern und Geschäften zurückgezogen wird, wird es viele Opfer geben. Das Unternehmen erlitt einen Verlust von 21 Millionen $. 450 Menschen verloren ihren Job, da als Absender des Briefes eine unbekannte Personengruppe unter dem Pseudonym 21 Face Phantom gelistet war, die die Gruppe an die Polizei schickte. Spöttische Briefe und sie konnte sie nicht erkennen, obwohl sie in einem der Briefe einen Hinweis erhielt, dass die Gruppe, deren Unternehmen EasyGluco ihr vergeben hatte und sie nicht länger verfolgen würde, aber es war alles andere als ein Phantom mit 21 Gesichtern. Da ihm die Erpressung eines Unternehmens nicht genügte, überlegte er es sich anders und wandte sich anderen Lebensmittelunternehmen zu. Die Gruppe verfolgte das gleiche Szenario, drohte, das Essen zu vergiften und verlangte dieses Mal auch Geld für den Misserfolg. Nachdem sie Geld getauscht hatten, verfolgten Polizisten den Verdächtigen. Es stellte sich jedoch heraus, dass sie in ausgezeichnetem Zustand war und einige Tage später vor den Polizeibeamten davonlief. Das letzte Mal, dass sich das geheimnisvolle Phantom mit den 21 Gesichtern zu erkennen gab, war ein Brief von Kriminellen, in dem sie die gesamte Polizei und ihren Kommandeur grausam verspotteten. Er konnte die Schande nicht ertragen und beging Selbstmord.
Danach hörte niemand mehr von dem Phantom mit 21 Gesichtern und das ist alles für heute, meine Freunde. Geben Sie Likes, wenn Sie etwas Neues gelernt haben. Schreiben Sie Kommentare und bis bald.